Albert Camus' Roman Der Fremde ist ein zentraler Text des Existenzialismus und der Philosophie des Absurden. Ein junger Mann in Algerien geht emotionslos durchs Leben. Er verliert seine Mutter, beginnt eine Beziehung, begeht einen Mord und wird zum Tode verurteilt. Seine Gleichgültigkeit gegenüber diesen Ereignissen zwingt uns zu einem Nachdenken über Freiheit, Authentizität und Sinn. Der Fremde ist ein Schlüsselwerk der Philosophie des Absurden. Der Roman erzählt die Geschichte von Meursault, einem jungen Franzosen in Algerien. Schon der erste Satz, heute ist Mama gestorben oder vielleicht gestern, ich weiß nicht, schockiert durch seine emotionslose Direktheit. Meursault lebt ein scheinbar banales Leben. Er geht zur Arbeit, trifft Freunde, beginnt eine Beziehung mit Marie. Doch er zeigt sich gleichgültig gegenüber gesellschaftlichen Konventionen und Gefühlen. Als Meursault aus einer Laune heraus einen Araber erschießt, wird er verhaftet. Im Gerichtsprozess wird jedoch nicht der Mord, sondern seine emotionale Kälte zum zentralen Thema. Die Gesellschaft verurteilt ihn, weil er ihre Werte ablehnt. Camus schreibt Der Fremde während des Zweiten Weltkriegs in einer Zeit der Unsicherheit und des moralischen Zusammenbruchs. Zur selben Zeit entsteht auch der philosophische Essay Der Mythos des Sisyphos. Beide Werke erforschen die Konfrontation des Menschen mit der Sinnlosigkeit des Daseins. Camus kritisiert religiöse und metaphysische Weltanschauungen, die absolute Wahrheiten oder göttliche Ordnung voraussetzen, und distanziert sich vom damals aufkommenden Existenzialismus, welcher uns auffordert, unseren eigenen Sinn zu schaffen. Stattdessen entwickelt er seine eigene Philosophie des Absurden. Der Roman thematisiert die Absurdität des Lebens, Freiheit und Authentizität und übt scharfe Kritik an Moral und Gesellschaft. Der Fremde ist ein kurzer Roman, der in 2 Teile gegliedert ist. Die deutsche Ausgabe umfasst nur 140 Seiten. Die Geschichte wird aus der Ich-Perspektive von Meursault erzählt, einem jungen Franzosen in Algerien. Im ersten Teil erfahren wir, wie Meursault mit dem Tod seiner Mutter konfrontiert wird. Seine emotionslose Reaktion auf diesen Verlust prägt den Ton des Romans. Er besucht das Begräbnis, zeigt aber weder Trauer noch Bedauern. In den folgenden Tagen führt er sein Leben weiter. Er beginnt eine Beziehung mit Marie, freundet sich mit seinem Nachbarn Raymond an und wird schließlich in einen Konflikt verwickelt, der in einer impulsiven Tat gipfelt. Meursault erschießt einen Araber am Strand. Der zweite Teil konzentriert sich auf Meursaults Verhaftung, Prozess und Verurteilung zum Tode. Er wird weniger wegen des Mordes verurteilt, als wegen seiner gesellschaftlichen Fremdheit, seiner Unfähigkeit oder Weigerung, die erwarteten emotionalen und sozialen Normen zu erfüllen. Am Ende in seiner Zelle reflektiert Meursault über das Leben, den Tod und die Absurdität der menschlichen Existenz und findet eine Art Frieden in der Akzeptanz der Gleichgültigkeit des Universums. Meursault ist eine der faszinierendsten und zugleich verstörendsten Figuren der modernen Literatur. Er scheint gleichgültig gegenüber den Konventionen der Gesellschaft, den Erwartungen anderer und sogar gegenüber seinen eigenen Gefühlen. Seine Handlungen wirken oft zufällig, seine Emotionen flach. Doch gerade diese Fremdheit macht ihn zu einem Spiegel für den Leser. Ist Meursault wirklich gefühllos oder ist er radikal ehrlich in einer Welt voller Heuchelei? Seine lakonische Sprache unterstreicht seine Entfremdung und fordert den Leser heraus, über die Bedeutung von Emotionen und gesellschaftlichen Normen nachzudenken. Die kurzen, präzisen Sätze spiegeln Meursaults Wahrnehmung der Welt, ungeschminkt, ohne emotionale Ausschmückung. Die nüchterne Sprache des Romans ist philosophisches Werkzeug. Sie zwingt den Leser, die Sinnlosigkeit des Daseins selbst zu spüren. Meursault ist weder Held noch Anti-Held, sondern ein philosophisches Konstrukt. Er verkörpert literarisch die absurde Haltung, die Camus im Mythos des Sisyphos theoretisch beschreibt. Seine scheinbare Emotionslosigkeit zeigt eine radikale Ehrlichkeit. Er weigert sich, die gesellschaftlichen Rituale von Trauer, Liebe oder Reue mitzuspielen und zahlt dafür einen hohen Preis. Diese Haltung fordert uns auf, die Grenzen von Freiheit und Verantwortung in einer sinnlosen Welt zu hinterfragen. Seine Passivität und seine Weigerung, einen Sinn zu konstruieren, widersprechen gängigen religiösen und moralischen Vorstellungen, aber auch Sartres existenzialistischer These, dass der Mensch durch seine Handlungen seinen Sinn selbst schafft. Camus' Philosophie des Absurden ist das Herzstück des Romans.
Das Absurde entsteht laut Camus aus der Konfrontation zwischen dem menschlichen Bedürfnis nach Sinn und der Gleichgültigkeit des Universums, das diesen Sinn nicht bietet. Meursault verkörpert diese Idee. Er sucht keinen höheren Sinn oder tiefere Bedeutung in seinem Leben, sondern lebt im Hier und Jetzt. Er nimmt das Leben, wie es kommt, ohne es mit moralischen oder metaphysischen Erklärungen zu überladen. Seine Handlungen vom Mord bis zu seiner Weigerung, im Prozess Reue zu zeigen, erzeugen im Leser das Gefühl des Absurden. Dieses Gefühl entsteht, weil sich der Mensch die Welt rational erklären will, diese aber irrational und sinnlos ist. Die Mordszene verdeutlicht diese Diskrepanz eindrucksvoll. Meursault erschießt den Araber ohne klaren Grund, beeinflusst von der sengenden Sonne. Die Sonne war jetzt überwältigend. Sie zersplitterte auf dem Meer und fiel in scharfen Stücken auf den Strand. Die Tat wirkt mechanisch, fast zufällig und unterstreicht, dass menschliches Handeln oft ohne tiefere Bedeutung ist. Meursaults Freiheit besteht darin, diese Sinnlosigkeit nicht zu verleugnen. Er sieht keinen Grund für die Rechtfertigung seiner Taten. Er verdrängt das Gefühl des Absurden nicht, sondern erkennt, dass er der Absurdität des Lebens ausgeliefert ist. Im Gegensatz zu religiösen und metaphysischen Ansätzen, die Sinn im Transzendenten suchen, oder existenzialistischen Denkern, die betonen, dass der Mensch seinen eigenen Sinn schaffen muss, schlägt Camus eine andere Haltung vor: die Akzeptanz des Absurden. Er fordert uns auf, die Absurdität anzunehmen und dennoch zu leben, mit Leidenschaft, Freiheit und Authentizität. Meursault lebt dieses Prinzip, indem er sich weigert, den Erwartungen der Gesellschaft zu entsprechen. Seine Ehrlichkeit, so verstörend sie ist eine radikale Form des Widerstands gegen falsche Bedeutungen und Sinnkonstrukte. Er weigert sich, Emotionen oder einen Glauben vorzutäuschen. Seine Offenheit widerspricht gesellschaftlichen Erwartungen und zeigt, dass das Absurde in der Begegnung zwischen Individuum und Welt entsteht. Camus lässt Meursault die Absurdität nicht nur erleben, sondern sie bewusst akzeptieren. Am Ende des Romans, als Meursault seinem Tod entgegensieht, findet er eine Art Befreiung in der Erkenntnis, dass das Leben keinen Sinn hat. In seiner berühmten Schlussreflexion über die sanfte Gleichgültigkeit der Welt findet er Frieden, indem er das Leben in seiner Sinnlosigkeit bejaht, anstatt sich gegen sie zu wehren. Meursaults Entfremdung von der Gesellschaft ist ein weiteres Schlüsselmotiv. Seine Weigerung, emotionale Konventionen zu erfüllen, macht ihn zum Fremden, sowohl für seine Mitmenschen als auch für sich selbst. Seine Authentizität isoliert ihn. Meursault lehnt gesellschaftliche Normen ab und lebt nach seinen Impulsen. Er lügt weder, um anderen zu gefallen, noch um sich zu rechtfertigen. Er bleibt sich selbst treu, selbst wenn es ihn das Leben kostet. In philosophischer Hinsicht lädt Meursaults Entfremdung zu einer Analyse der Spannung zwischen Individuum und Gesellschaft ein. Seine Haltung provoziert die Frage: Ist Authentizität in einer konformistischen Gesellschaft überhaupt möglich und welche Kosten bringt sie mit sich? Der Fremde kritisiert gesellschaftliche Normen, moralische Konventionen und die Justiz. Meursault wird nicht wegen seines Verbrechens verurteilt, sondern weil er nicht den Erwartungen der Gesellschaft entspricht. Im Prozess geht es weniger um den Mord als um seine Nonkonformität. Seine mangelnde Trauer um seine Mutter, seine Weigerung, sich zu rechtfertigen und seine emotionslose Haltung werden als Beweis seiner Unmenschlichkeit gewertet. Die Gesellschaft verlangt eine Konformität, die Meursault verweigert. Der Priester, der Meursault im Gefängnis besucht, symbolisiert den gesellschaftlichen Drang, Sinn durch Religion zu erzwingen. Meursaults Reaktion ist eindeutig: Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht an Gott glaube. Seine Ablehnung zeigt, dass er sinnstiftende Illusionen zugunsten der absurden Wahrheit ablehnt. Camus kritisiert eine Gesellschaft, die Sinnlosigkeit durch moralische und religiöse Narrative zu überdecken versucht. Im Mythos des Sisyphos bezeichnet er eine solche Haltung als philosophischen Selbstmord. Religiöse oder metaphysische Systeme geben lediglich vor, dem Leben Sinn zu verleihen, indem sie das Absurde leugnen. Er zeigt die Heuchelei und Willkür gesellschaftlicher Urteile auf, die Konformität über Wahrheit stellt. Der Prozess wird zur Farce, in der moralische Urteile auf oberflächlichen Konventionen basieren. Der Tod ist die ultimative Begegnung mit dem Absurden. Meursaults Todesurteil zwingt ihn, sich mit seiner Sterblichkeit auseinanderzusetzen.
In der Schlussszene erreicht er eine existenzielle Klarheit. Ich öffnete mich angesichts dieser Nacht voller Zeichen und Sterne zum ersten Mal der zärtlichen Gleichgültigkeit der Welt. Als ich spürte, wie ähnlich sie mir war, wie brüderlich letzten Endes, habe ich gefühlt, dass ich glücklich gewesen war und dass ich es noch war. Damit sich alles erfüllte, damit ich mich weniger allein fühlte, brauchte ich nur zu wünschen, dass am Tag meiner Hinrichtung viele Zuschauer da sein würden und dass sie mich mit Schreien des Hasses empfangen. Diese Szene zeigt Meursaults Akzeptanz des Absurden. Er findet Frieden, indem er sich der Sinnlosigkeit des Daseins stellt. Er ist sich bewusst, dass das Leben absurd, sinnlos und endlich ist. Diese Einsicht führt zu einem tiefen Gefühl von Freiheit. Der Tod wird nicht als Strafe, sondern als Befreiung erlebt, da Meursault der Absurdität des Daseins mit Stolz und Würde begegnet. Der Fremde ist ein philosophisches Meisterwerk, das durch seine scheinbare Schlichtheit tiefgreifende Fragen zur menschlichen Existenz stellt. Meursaults Reise von Gleichgültigkeit zur bewussten Akzeptanz des Absurden lädt uns ein, unsere eigenen Werte und Überzeugungen zu hinterfragen. Seine radikale Ehrlichkeit provoziert und fordert uns auf, über Sinn, Freiheit und Authentizität nachzudenken. Camus' Philosophie des Absurden bietet eine Möglichkeit, mit der Ungewissheit zu leben, ohne in Verzweiflung zu verfallen. Die Herausforderung besteht laut Camus darin, das Leben in all seiner Sinnlosigkeit zu bejahen. Wie ist deine Meinung? Hältst du das Leben ebenfalls für absurd? Sind gesellschaftliche Normen legitim? Ist radikale Ehrlichkeit hilfreich oder nicht? Wenn du meine Arbeit unterstützen, noch effektiver lernen und dein Wissen vertiefen möchtest, schau gerne im Shop vorbei. Dort findest du Zusammenfassungen, Prüfungsfragen, Unterrichtsmaterialien sowie die Skripte und Folien zu meinen Videoreihen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!